Für meinen ersten Dachzelttrip ging es an diesem Tag wirklich erst relativ spät los. Um 15 Uhr habe ich mich auf den Weg gemacht Richtung Holland. Ich wollte an das südlichste Küstenstück der Niederlande. Der Weg führte mich hierfür durch Belgien hindurch und natürlich auch durch den ein oder anderen Stau. Um die Uhrzeit kann man das erwarten. In der tiefen Dunkelheit bin ich dann endlich angekommen. So, liebe Leute, jetzt bin ich endlich in den Niederlanden angekommen. Okay, ich habe ewig gebraucht, ich habe mich in der Zeit hart verschätzt und bin auch ein bisschen selbst schuld. Ich bin mega spät erst losgefahren. Aber ich habe es endlich geschafft. Ich habe mich nicht wirklich darauf vorbereitet, wo ich irgendwie übernachte oder so. Deswegen bin ich gerade im Dunkeln hier angekommen, musste dann noch einen Stellplatz suchen und das gehört auch so ein bisschen dazu, glaube ich. Also es sind ja wirklich so meine ersten Erfahrungen mit dieser ganzen Sache. Das erste Mal übernachten im Dachzelt außerhalb meiner Gegend. Und ja, das ist halt der Struggle, der wahrscheinlich dazugehört. Man muss sich so ein bisschen vorbereiten oder vielleicht so einen kleinen Überblick darüber behalten, wo man gut parken kann oder irgendwas, was schöne Stellplätze sind. Weil wenn du im Dunkeln erst ankommst und dann suchen musst, habe ich gelernt, ist gar nicht so geil. Ich stehe jetzt an einem ganz normalen Parkplatz. Neben mir ist irgendwo eine Karaoke-Party, glaube ich. Aber ist ganz lustig. Ich lasse mich in den Schlaf singen. Obwohl, so spät ist es ja noch gar nicht. Wir haben jetzt 10 Uhr. Aber irgendwie bin ich trotzdem platt vom Fahren und werde wahrscheinlich noch ein bisschen eine Netflix-Serie gucken und mach's mir einfach hier noch ein bisschen gemütlich. Genau. Und so die Sicht aus dem Dachzelt. Hier habe ich noch ein paar Sachen mit hochgebracht, was zu essen und ich schlafe tatsächlich unter einer normalen Decke. Ich habe noch einen Schlafsack dabei, aber ich weiß nicht, ob ich es brauche. Jetzt sind es hier 15 Grad. Ich kann es schwer einschätzen, wirklich. Ich war noch nie in dieser Camping-Szene drin. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Deswegen, ich lasse einfach auf mich zukommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Also bis dann, gute Nacht. Am frühen Morgen nach einer ungewohnt unruhigen Nacht wurde ich dann von den umhergehenden Fußgängern geweckt und dachte, okay, ich nutze die Zeit und schaue mir auf jeden Fall schon mal die Gegend an. Wow, so die erste Nacht ist geschafft, tatsächlich. Es wurde doch noch ein bisschen kälter. Also mit der Decke war es okay, aber ab und zu, wenn du dich so gedreht hast und so weiter, wurde es dann doch ein bisschen eng, wenn es dir so die Decke an der Seite wegzieht oder gerade so am Rücken dann irgendwie. War aber absolut okay, aber definitiv wurde es nachts Richtung 3, 4, so Richtung Morgenstunden dann schon richtig kühl. Aber das Ganze wird entlohnt. Ich hatte gerade eben meinen leckeren Cappuccino und 5 Meter weiter von meinem Stellplatz finde ich dann das hier. Flecht mich schon hart. Definitiv. Sehr geil. Das Wetter soll auf jeden Fall ziemlich nice werden die Tage. Deswegen Strandfeeling angesagt. Es heißt Strohhutzeit. Nein, Quatsch. Aber werde ich mal schauen, wo es die nächsten Tage noch so hingeht. Jetzt packe ich erstmal zusammen und dann schauen wir weiter. Um meinen Küstentrip in den Niederlanden weiterzuführen, ging es für mich von Schonefeld weiter nach Domburg. Domburg liegt wie gesagt auch an der Küste, allerdings wurde der Wind etwas heftiger und auf jeden Fall frischer. Deswegen entschied ich mich, mein Dachzelt hinter den Dünen aufzubauen. Klar, man hat nicht den schönsten Ausblick, allerdings bleibt es in der Nacht etwas ruhiger und vor allem auch etwas wärmer. Jetzt doch noch so ein Haufen Leute wirklich gefragt haben wegen dem Dachzelt, was genau das ist und wie groß das überhaupt ist, weil keiner es einschätzen kann, dachte ich, zeige ich es euch noch mal. Auch Cousinchen, du hast heute Morgen auch gefragt, deswegen mache ich hier mal kurz Roomtour. Also es ist super groß. Man kann es theoretisch mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern nutzen.
Erstmal hier, immer Athleten am Start, Safety first. Man kann es für 2 Erwachsene nutzen und 2 Kinder oder vielleicht sogar 3 Erwachsene. Ich würde sagen, 3 Erwachsene geht auf jeden Fall klar. Ihr habt massig Platz, ihr habt hier ein schönes Fenster an der Seite, habt dann hier oben nochmal ein schönes Fenster und nochmal auf der anderen Seite. Und natürlich da, wo ich reinkomme, es gibt einen richtig schönen Durchzug, wenn man ihn will. Die Landkarte finde ich mega nice da im Hintergrund. Schön gelöst auf jeden Fall. Und hier ist massig Platz. Ich habe auf jeden Fall Besuch heute Abend. Mal gucken, wir werden uns vergnügen. Heute gönne ich mir ein bisschen. Und übrigens, ich werde mir gleich was grillen. Dazu habe ich hier einen ziemlich coolen Grill. Der ist zum Zusammenstecken und ein Gasgrill für unterwegs. Ich bin sehr, sehr gespannt. Den probiere ich gleich mal aus. Mein Hungerlevel war noch ziemlich niedrig, also machte ich mich nochmal los, um mir die Gegend anzuschauen. Dabei konnte ich natürlich wunderbar den Sonnenuntergang, das Meeresrauschen, die Ruhe und vor allem die letzten Sonnenstrahlen genießen, bis es dann zurück Richtung Zelt ging. Nach einer Zeit verspürte ich dann doch ziemlichen Hunger, also ging ich zurück und machte meinen Gasgrill ready. Wow, was für eine Nacht. Die Temperaturen fielen nochmal auf 5 Grad herunter und ich war froh, noch einen zweiten Schlafsack dabei zu haben, der mich bei diesen Temperaturen ordentlich warm hält. Am nächsten Morgen und nach einem Cappuccino ging die Fahrt weiter zu dem Besuch meines ersten Campingplatzes namens Anne Friso. Soderle, ich bin tatsächlich das erste Mal in meinem Leben auf einem Campingplatz mit Zelt und so weiter. Ich hatte zwar ein festes Hütchen mal gehabt für ein Wochenende, aber jetzt das erste Mal sowas. Deswegen für mich auch komplett neue Erfahrung. Ich war so an der Rezeption so total hilflos. So, was muss ich achten, was muss ich tun und jenes. Mega coole Leute hier. Und ist gut abgestellt und denke, jetzt geht erstmal so ein bisschen die Gegend erkunden und check mal die Lage. Nach einem kleinen Spaziergang an hübschen Häusern und tollen Feldwegen entlang kam man an den Banyard-Strand. Zugegeben, es war nicht sonderlich warm und es war auch ziemlich windig, doch wenn man sich ein kleines windgeschütztes Fleckchen sucht, konnte man die Sonne richtig gut genießen.